Servus und guten Morgen zu dieser kleinen spontanen Reise. Es ist dieses Mal wirklich wahnsinnig spontan. Wir haben uns am Abend zuvor mit einem Bier zusammengehockt und waren so, okay, wir haben jetzt halt frei. Wohin fahren wir denn? Also wirklich jetzt, wohin fahren wir? Und dann haben wir auf dem Regenradar geschaut und haben uns dazu entschlossen, okay, wir fahren Richtung Ungarn. Gestern auf dem Weg, wir sind so zwischen 2 und 3 Uhr nachmittags losgefahren, haben wir festgestellt, was heißt festgestellt? Wir haben ein bisschen drüber nachgedacht und es war ja erst Hochwasser. Das ist halt blöd, wenn wir jetzt an der Donau im Auengebiet entlang fahren und komplett durch den Schlamm durch müssen und die ganzen Mücken bringen uns hier schon um. Also unterm Fahren entschieden, doch nicht Ungarn, sondern Slowakei, waren wir auch noch nie. Und ja, da sind wir jetzt gerade auf dem Weg. Wir haben noch einen richtig süßen Platz gefunden zum Schlafen hier in Österreich. Haben in der Hängematte geschlafen, sprich wir sind mit Zelt und Hängematte unterwegs. Und ja, ich würde sagen, wir fahren jetzt weiter und schauen einfach mal, was so der Trip bringt. Aber wie gesagt, wir haben gar keinen Plan. Willkommen in der Slowakei. Wir haben es gerade eben über die Grenze drüber geschafft und ja, jetzt sind wir hier in der Slowakei. Ich war noch nie hier, ich freue mich extrem drauf. Ich habe vor Jahren mal hier auf Google Maps einige Orte rausgescoutet und ja, jetzt schauen wir einfach die Orte mal in Real Life an und ich freue mich echt richtig drauf, die Leute so kennenzulernen, die Landschaft. Ich habe absolut gar keine Ahnung, was uns hier so erwarten wird. Und ja, in dem Sinne, glaube ich, fahren wir jetzt mal zu dem ersten Punkt. Dort werden wir dann auch höchstwahrscheinlich schlafen. Und ja, bis dann. Der erste Stopp ist die sogenannte slowakische Wüste. Wow, scheiße, da war Sand. Ja, beinahe. Ersten 2 Meter. Okay, dann lass uns das einfach mal ganz kurz anschauen und dann überlegen, was wir hier so machen können. Okay. Let's give it a try. Wir 2 Newbies sind am Nachmittag, ohne großartig nachzudenken, mit komplett abgefahrenen Reifen in die ganze Sache reingestartet. Little did we know, dass das erste Sandbecken auch gleichzeitig unser letztes sein wird. Aber es hat Spaß gemacht und wir haben sehr viel gelernt und das ist ja die Hauptsache. Alter. Wer probiert's zuerst? Kann schon probieren, aber ja. Da gerade hinter müssen wir, oder? Ich glaube, wir schauen uns auch erstmal das Bergab-Stückchen da hinten an. Weil wenn das da hinten richtig bergab geht mit diesem Sand hier, dann brauchen wir es mit unseren abgefahrenen Reifen einfach nicht probieren. Weißt du, wie ich meine? Ja, schwierig. Und dann können wir uns einmal hier austoben und wieder zurückfahren. Aber ich meine, unsere Reifen sind eigentlich jetzt schon drüber und damit durch den Sand durchzufahren ist, ja, wenn dann, also das will ich jetzt schon einmal ausprobieren. Ja. Wenn du das in einem Zug da durchschaffst, dann sage ich dir, hast du meinen Respekt. Bist ja echt sehr gut jetzt da durchgekommen. Zweiter Gang, hinstellen, Arsch nach hinten, nicht vom Gas runtergehen. Ja. War ein schwieriger Start.
wäre zwar jetzt halt wirklich einfach traumhaft hier zu schlafen, aber ganz ehrlich, es ist so ein Hauch zu sandig und wir sind einmal komplett triefend nass vom ganzen Schwitzen. Deshalb haben wir uns jetzt halt 3 Weiher insgesamt rausgesucht, wo wir hoffen, dass wir da auch schlafen können. Das Schöne ist, die liegen alle schön auf einer Linie und ja, die fahren wir jetzt halt einfach mal ab und dann schauen wir. Weil da jetzt halt reinspringen, boah, das wäre jetzt schon geil. An den 3 Seen war natürlich kein Platz mehr, also sind wir einfach weiter rumgefahren und haben gesucht. Ja. Ich fahre hier runter, okay? Wir treffen uns dann wieder hier. Ja gut, dass wir kein Wohnmobil haben. Ja, scheiße. Sollen wir die einfach fragen? Ich frage die Familie, die am Tisch hockt. Ah, da steht Zelten verboten. Ja. Sollen wir einfach auf den Campingplatz fahren? Nachdem unsere Suche erfolglos war, enden wir an dem Abend an einem Campingplatz. Neues Tag, neues Tag. Neuer Tag, neues Glück und ja, also leider geht unsere Erkundungstour durch Slowenien nicht weiter. Wir müssen mehr oder weniger mit dem Land abbrechen. Wegen am Wetter, es sieht zwar hier ganz gut aus, aber in die Richtung, wo wir fahren wollen würden, sieht es nicht so gut aus. Und jetzt haben wir gesagt, wir fahren rüber in die Tschechei, fahren hinten durch die Tschechei durch, weil da waren wir auch noch nicht. Und dann fahren wir hoch nach Polen, weil in dem Eck hinten drin waren wir in Polen nämlich auch noch nicht. Und ja, dann schauen wir einfach das. Das ist Stand jetzt der Plan. Wie gesagt, also ja, es ist sehr spontan. Ich habe keine Ahnung, ob das so bleibt. Aber genau. Wir sehen uns wieder, wenn irgendwas Spannendes passiert.